zum neuen Flugreport. Wir fliegen heute mit Finnair im A330-300 von Helsinki in der Business Class nach Chicago. Zuvor sind wir hier mit Finnair im A321 hergekommen. War auch ein sehr interessanter Flug. Vielleicht ist es schon online, einmal aufs i drücken, dann könnt ihr das Video anschauen. Wir gehen jetzt erstmal in die Lounge von Finnair. Wenn sie nicht überfüllt ist, ich hatte nämlich vorher schon gelesen, dass sie relativ oft überfüllt sein wird. Wir werden es sehen. Und alles, was man so bei Finnair in der Business Class erwarten kann, zeige ich euch nach dem Intro. Helsinkis Airport sieht richtig modern aus, muss ich sagen. Die Wege sind kurz, fast schon wie in Tegel. Nein, nicht ganz. Tegel ist ja noch viel kürzer. Aber jetzt geht es erstmal in die Sicherheitskontrolle bzw. Passportkontrolle und dann sind wir schon außerhalb der EU. Gedacht. Es gibt eine Business Class Lounge, die normale für alle Business Class Kunden, und es gibt eine Premium Lounge für alle die einen Status bei OneWorld haben. Wir haben bei OneWorld ja bei British Airways Gold-Status, ist der Emerald-Status, also der höchste Status, und deswegen dürfen wir auch hier rein. Ich glaube, wir dürften auch hier rein, wenn wir nur Eco geflogen wären. Hier bei Finnair in dieser Lounge gibt es so viele leckere Sachen und vor allem traditionelle finnische Speisen. Ich weiß gar nicht genau, was es ist. Wahrscheinlich ist es hier Rindfleisch mit Kartoffeln und diese kleine Schälchen. Wunderbar angerichtet, aber das Beste ist der Rosé-Champagner. Es gibt den normalen Champagner und auch den Rosé-Champagner. Das ist fast wie bei Katar. Cheers. Unser Flug hat ja jetzt leider Verspätung, von 14:20 Uhr auf 16 Uhr verschoben worden. Der Abflug, das heißt 1 Stunde 40 länger, und ich könnte die Zeit jetzt nutzen, in die Sauna zu gehen, denn die Finnair Lounge hier in Helsinki hat tatsächlich eine Sauna. Wollen wir mal gucken gehen? Da ich ja weiß, dass da gerade keiner drin ist, können wir mal reingucken. Check's nochmal. Ne, keine drin. Und es ist auch richtig heiß hier drin. Da. Weiß nicht genau, ob ihr mich sehen könnt, aber das finde ich ja mal eine richtig coole Idee. Die Zeit einfach in der Sauna zu verbringen, aber ob ich jetzt wirklich Lust dazu habe, weil ich müsste mich ja dann wieder duschen und nee, das ist mir jetzt zu aufwendig. Aber beim nächsten Mal, wenn ich wieder hier mit Finnair fliegen sollte, plane ich das ein. Ich weiß nicht, vielleicht ist auch irgendwie ein Feiertag hier in Finnland. Hier ist doch überhaupt nichts los auf diesem Flughafen. Dabei habe ich mehrere Blogs gelesen im Vorfeld, dass es hier oft überfüllt ist. Wie sind eure Erfahrungen mit Finnair, mit Helsinki Airport? In die Kommentare.
So, nachdem jetzt die ganze Economy durchgelaufen ist, ist es immer so, dass die Business Class hier in dem A330-300 in 2 Kabinenabschnitten aufgeteilt ist. Wir sitzen im hinteren Teil, das mache ich immer ganz gerne, weil meistens sind da die meisten freien Plätze, wie heute auch. Ich bin mit Dominik und einem weiteren Passagier alleine hier in den 3 Reihen, hintere Kabine. Hat aber den Nachteil, wie gesagt, dass so viele Leute durchlaufen. Aber egal, dafür haben wir den ganzen Flug in ziemlich viel Ruhe hier. Ich sage dann erstmal Cheers auf einen guten Flug. Gleich geht's also los. Und wenn ich dann während des Fluges noch ein bisschen Filme schauen möchte, habe ich ja den Monitor, den habe ich euch ja schon gezeigt. Und hier ist der Controller dafür. Der sieht aus wie eigentlich wie bei vielen anderen auch. Damit kann ich den Monitor per Knopfdruck bedienen, kann auch die Stewardess rufen per Knopfdruck, nicht aus- und anmachen, das Übliche halt. Und die Bedienung für den Sitz, die ist hier. Ich kann ihn also in verschiedene Positionen verwandeln, auch Massage anmachen. Hier sind die Schnellzugriffe für Liegeposition, Loungeposition, Take-Off and Landing. So, was habe ich alles an meinem Sitz hier in der Business Class von Finnair im A330-300? Zuerst das Design-Kissen, weich und groß. Das Amenity-Kit im selben Design, so Stoff mit grüner Farbe untersetzt, wobei Finnair ja eher auf blau-weiß macht. Die Kopfhörer. Hier unten rechts sind die Slipper, Hausschuhe, wie man sie nennen mag, untergebracht, Größe 11. Da kann man dann auch seine Schuhe unterbringen. Das war es auch erstmal. Menükarte habe ich noch gar nicht gefunden. Ich denke, das kommt später. Ja, und das ist wie gesagt hier die hintere Kabine, könnt ihr das sehen. 3 Reihen in einer 121er oder einer 221er Bestuhlung. Ist ähnlich zum Beispiel wie bei Malaysia Airlines oder auch bei Austrian Airlines. Auf der rechten Seite gibt es nur Einzelsitze, auf der linken Seite abwechselnd 121. So kommt dann also die 221er oder 121er Konfiguration zusammen. Finnair hat übrigens auch nagelneue A350er 900. Leider fliegen sie damit nicht nach Chicago und auch nicht nach New York. Ich denke, dass auch die Business Class, die Sitze, auch die sind, die von Anfang an drin gewesen sind, denn sie sind schon ziemlich gebraucht. Aber dafür sind sie in einer aktuellen Konfiguration, nämlich jeder hat einen Gangzugang, bis auf die Sitze, die auf der linken Seite die Zweier-Konfiguration haben. Aber das kann man sich ja vorher zum Beispiel bei SeatGuru, das ist eine App oder eine Seite, vorher anschauen und sich dann entsprechend den Sitzplatz reservieren bei der jeweiligen Airline. Gleich geht's also los hier mit Finnair im A330-300 in Richtung Chicago. Aber bevor es richtig losgeht, mal wieder die Bitte an euch, Daumen hoch zu drücken, wenn es euch gefallen hat bis jetzt. Das Video, abonniert den Kanal, dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Am besten noch die Glocke drücken, dann werdet ihr immer informiert, wenn es ein neues Video gibt. Ansonsten könnt ihr auch darauf verlassen, dass ich immer Mittwoch 17 Uhr und samstags 11 Uhr ein Video veröffentlicht werde. Woran man auch die etwas ältere Business Class ganz gut erkennen kann, ist der alte Monitor. Er ist zwar ein berührungsempfindlicher Monitor, der jetzt aber leider nicht geht. Doch, geht schon. Aber er ist sehr schwergängig. Ich kann ihn aber so ein bisschen variabel einstellen. Das war es dann aber auch schon. Weiteres Merkmal ist der Tisch. Wobei, der sieht sehr ähnlich aus wie bei Malaysia Airlines. So. Zeige ich euch nachher aber auch nochmal im Detail. Mit Anleitung. Ah ja, so geht's. Hier auf diesem Flug gibt es keine Noise Cancelling Kopfhörer.
und auch keine Bose-Kopfhörer, während es auf dem Flug mit dem A350 von Finnair nämlich diese gibt. Crew prepare for takeoff. Eins ist euch bestimmt aufgefallen, nämlich es war gar keine Decke an meinem Sitz. Ja, die ist bei jedem Sitz oben im Overhead-Bin versteckt. Das ist die Decke. Ich muss sie gleich mal auspacken. Tada! Das ist sie. Sehr kuschelig, flauschig, groß genug hier, um entspannt zu schlafen, aber habe ich gar nicht so Lust zu, denn es ist ja ein reiner Tagflug. Wir starten 16 Uhr, eigentlich ja 14:20 Uhr. Und kommen an, Ortszeit in Chicago 16 Uhr, also nur tagsüber. Gleich nach dem Start wurde auch die Menükarte ausgeteilt mit der Getränkeliste und der Weinliste, besser gesagt. Zeige ich euch im Detail mit einem Einblender. Interessant aber schon, hat Dominik gerade herausgefunden, es gibt hier einen sehr interessanten Gin Tonic mit Cranberries, Indian Tonic und Gin. Ja, das probiere ich auf jeden Fall. Ansonsten gibt es den üblichen Champagner. Vielleicht gibt es ja hier auch den Rosé-Champagner, den wir schon in der Lounge gehabt haben, denn der war wirklich lecker, von Joseph Perret. Wenn es schon Slipper gibt, sollte man sie auch nutzen, denn bekanntlich ist die Toilette ja nicht immer ganz so sauber, frei von Flüssigkeiten auf dem Boden. Da hilft dann so ein Hausschuh ungemein. Das sind die Toiletten bei Finnair im A330. Bei uns im hinteren Abteil gibt es nur eine einzige. Im vorderen Abteil, im größeren, gibt es dann auch zwei. Sind aber alle gleich groß, nämlich eher klein. Amenities sind auch etwas spärlich hier. Tücher sind da, Seife natürlich, aber das war's dann auch schon. War ich nun mal ganz kurz vorne in den Toiletten, komme ich zurück, steht schon der Champagner da und der Gruß aus der Galley. Was ist das? Dominik weiß es bestimmt. Ich weiß es nicht. I start with the pork. Okay. Ja, es gibt eine ganze Menge zur Auswahl. Als Starter 2 Möglichkeiten. Als Hauptspeise 3 Möglichkeiten, Dessert 3-mal, es gibt auch noch die Cheese Plate dazwischen. Während des Fluges gibt es dann zwischen den Kabinen Snacks zur Auswahl und vor der Landung 30 Minuten gibt es eine leichte Mahlzeit.
Gravelachs mit dem Und Da hat Dominik recht. Ich ändere meine Meinung. Ich gehe nochmal hin und wechsle meine Auswahl. Denn Finnair ist bekannt für seinen guten Fisch, den sie während des Fluges servieren. Es ist ja sowieso immer eine Schwierigkeit, gute Mahlzeiten zu kreieren. Ich bin sehr gespannt, denn es gibt hier den bekannten Gravetlachs. Kennt ihr den? Der wird ja ganz besonders hergestellt. Ich habe mir mal sagen lassen, ihr könnt mich gerne korrigieren, dass der in einer Kruste eigentlich eingebuddelt wird oder rausgeholt wird, aber entsprechend natürlich verpackt, wo auch immer. Ist aber sehr gut durchgezogen. Bin ich gespannt. Wollen wir mal zusammen in das Amenity Kit schauen? Ich mache es auch kurz und knackig, damit ihr euch nicht so schnell langweilt. Hol ich erstmal den Tisch hier raus. Fangen wir mal mit dem Tisch überhaupt an. So, habe ich ja vorhin schon angefangen. So holt man ihn raus. Ausklappbar. Ich kann ihn auch noch drehen, also so ein bisschen nach so drehen. Jetzt habe ich das auch hingekriegt mit dem Tisch. Ist gar nicht so einfach. Und das ist das Amenity Kit. Das Übliche ist drin: Augenbinde, ein paar Cremes, Zahnpasta und hier die Ohrstöpsel. Das war's. Um euch den Sitz zu demonstrieren, habe ich mich in die letzte Reihe auf der linken Seite gesetzt, denn dort ist so ein einzelner Sitz, der sich dafür perfekt anbietet. Ist quasi auch eine Empfehlung an euch, wenn ihr etwas privater sein wollt, nehmt einfach die letzte Reihe links, habt ihr quasi so den Thron, wobei der Thron ist ja eigentlich eher der Platz zwei vor mir, wo links und rechts dann der Tisch ist und man sitzt in der Mitte, den nennt man so. Ja, aber genug der Worte, jetzt zeige ich euch erstmal hier den Sitz und die Liegefläche. So. Das ist jetzt die Liegefläche. Sie soll ungefähr 2 Meter lang sein. Muss ich aber zu Hause nochmal nachschauen. Ich zeige es euch in einem Einblender, wie lang, wie breit der Sitz ist, wie hoch oder wie groß der Sitzabstand im Allgemeinen ist. Die ganzen Details jetzt von links. Also ich bin bis jetzt richtig begeistert von Finnair und dem Service überhaupt. Gut, vielleicht haben wir Glück, denn die gute Dame ist nur für uns zuständig, weil hier hinten ist ja keiner außer wir und ein anderer Gast. Zu dritt sind wir jetzt hier, haben einen sehr, sehr guten Service. Hab jetzt, wie gesagt, hier auf den Fisch gewechselt. Das ist der Gravetlachs mit einem frischen Salat, Öl, Salz und Pfeffer, was halt auch alles so dazugehört. Schaut euch mal die Gläser an. Kristallgläser, oder zumindest sehen sie aus wie so ein bisschen Eisgläser mit Tropfen unten dran. Finde ich sehr gut designt von Finnair. Also der Gravetlachs ist definitiv zu empfehlen. Hammer frisch, schmeckt der richtig lecker. Thank you. And here is your fish meal reward. Oh, Enjoy. thank you. Oh. Auch das ist fantastisch. Es ist geräucherter Lachs.
wahnsinnig lecker. Da hat sich meine Recherche tatsächlich bestätigt, also das Ergebnis meiner Recherche, denn Finnair hat tatsächlich den besten Fisch, den man in einem Flugzeug bekommen kann. Beides, Vorspeise sowie Hauptgang, waren richtig lecker. Sogar hier der Lachs mit der Haut dazu. Sehr gut zubereitet. Daumen hoch. Jetzt noch das Eis und dann bin ich vollkommen zufrieden. Dann werde ich mich wahrscheinlich ein bisschen in die Waagerechte begeben oder ich arbeite ein bisschen, weil es ist ja eigentlich hell hier. Ich könnte auch ein bisschen schneiden und dann ein bisschen in die Waagerechte gehen. Wir haben wieder leichte Turbulenzen hier. Sogar die Stewardess hat sich gleich hingesetzt. Also es hat etwas ruckartig begonnen hier, die Turbulenzen. Jetzt geht es gerade wieder. Aber man weiß ja nie so genau. Oh, es ist ja zum Mäusemelken. Vielleicht gibt es euch ja auch öfter so, wenn ihr schon die Möglichkeit habt, Wi-Fi zu nutzen im Flugzeug und es verbindet sich einfach nicht. Dann geht das Ding nicht hoch und man findet nichts. Aber ich habe ja Dominik dabei, der Fachmann für Wi-Fi und Technik. Er hat mir gezeigt, wie es geht. Ich zeige es euch mal gleich in so einem kleinen Video. Und schon geht das Ding auf von Finnair und ich kann mich verbinden. Und das Beste überhaupt, 1 Stunde ist kostenfrei hier auf diesem Flug. Ich habe schon ein bisschen geschlafen, muss ich zugeben. Ich war etwas müde, kurz den Powernap gemacht, 30 Minuten. Jetzt fange ich an, ein bisschen zu schneiden. Mein letztes Video muss ja noch fertig werden, weil ich habe noch keins vorgearbeitet für den nächsten Samstag und habe mir einen ganz besonderen Drink gerade bestellt, nämlich Gin Tonic von Finnair, à la Finnair. Seid gespannt. Wow, gut. Thank you. Und für den kleinen leichten Hunger zwischendurch gibt es eine kleine Snackbar inmitten der beiden Kabinen aufgebaut, hier mit kleinen Gums oder Nüsse, Schokolade. Hier der bekannte Traubensaft. Habe ich aber noch gar nicht probiert, müsst ihr eigentlich mal machen. Ja, und noch ein paar Chips. Mögt ihr es eigentlich eher hell, wie jetzt hier in unserer Kabine? Ich finde, wir haben Glück. Oder mögt ihr es dunkel, wie in der vorderen Kabine? Dort wird wahrscheinlich jetzt richtig geschlafen, aber es ist ein Tagflug. Was mögt ihr mehr? Schreibt mal in den Kommentaren, was ihr bevorzugt. Also quasi, nehmen wir mal an, ihr habt einen Tagflug. Ich habe jetzt eigentlich die ganze Zeit nur gearbeitet oder geschnitten, aber ich zeige euch mal, was das Entertainment-System hier von Finnair so bietet. Hier ist die Menüführung, das sind die ganzen Filme. Das sind 5 Seiten über Filme und eigentlich fast alle lassen sich mit einer deutschen Tonspur aussuchen. Also die Auswahl ist ganz gut. Viele neue Filme, ältere eher wenig, wobei Harry Potter, schauen wir mal, ist ein älterer. Den gibt es dann mal nicht in Deutsch, aber ich sage ja die meisten dann schon. Außerdem gibt es auch noch Audios, ein paar Alben, Spiele für Kinder, eine Einstellung, ja, oder die Map, die gucke ich mir ja am liebsten an. Jetzt haben wir es noch ungefähr 2 Stunden. Gleich beginnt dann der Late Service, das Light Meal, also 2 Stunden vor Landung wird das dann serviert, wahrscheinlich nur ein Salat oder so ein kleines Sandwich, wir werden es sehen. Ja, und dann sind wir schon angekommen. Bis jetzt ein ganz toller Flug, kann ich so als kleines Resümee zwischendurch geben. Essen war sehr, sehr lecker, der Fisch wirklich richtig gut. Der Sitz ist auch bequem. Ich habe jetzt nicht geschlafen, Dominik schläft übrigens. Mal sehen, was er nachher dazu sagt, aber er schläft schon seit 3 Stunden, das wird also ganz gut sein. Und der Service ist auch top. Kaum habe ich davon gesprochen, ist er aufgewacht.
Morgen. You want one? I don't know. You can give me also one. Yeah. Wisst ihr, das war diesmal ein so toller Service und die Damen waren so nett. Man kann ja auch mal, wenn man unterwegs ist, danach fragen. Es gibt öfter bei einigen Airlines, Katar zum Beispiel hat es auch, so eine Feedback-Karte. Da trägt man einfach seinen Namen ein und auch den Mitarbeiter, der besonders guten Service gemacht hat, ein, um ihn einfach mal ein bisschen zu loben. Ich denke, das kommt auch ganz gut an beim Arbeitgeber. For you, the second meal, I take the first choice, the the chicken one? chicken one, yes. Okay. I have some chicken and porcini risotto. Yeah, you Risotto. are. Yes, thank you. Ich habe was anderes als Dominik. Dominik hat die indische Variante genommen. Könnt ihr nochmal der Menükarte entnehmen. Ich habe das Hühnchen mit Risotto genommen. Sieht toll aus. Warte mal, ich zeige euch es. Cabin crew landing in 10 minutes. Ladies and gentlemen, welcome to Chicago. The local time is approximately 10 minutes past. Gentlemen, welcome to Chicago O'Hare International Airport. All passengers are required to please pick up your luggage from carousel number 5, regardless of your final destination. If you have missed your connection, please collect your boarding pass from the wall. Thank you. Na, das war jetzt mal eine Ansage hier, also wo wir unser Gepäck abholen sollen. Alles klar. Ja, was soll ich sagen, der Flug hier mit Finnair im A330-300 war perfekt. Wenn auch die Business Class und der Sitz schon etwas älter war, der Sitz im Allgemeinen, ja, A350 wäre definitiv besser gewesen. Lässt sich jetzt nicht ändern, aber dafür war der Service top, die Mahlzeiten extrem lecker. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Die Leute müssen schon ein bisschen rennen hier. Drückt den Daumen hoch, abonniert den Kanal wie immer und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao!